Besser kriegst du Oma ohnehin, ne? Lecker, wie in der Kindheit. Es ist wieder Zwetschgenzeit oder Pflaumen, wie auch immer. Und ja, jetzt aber ab auf den Pflaumenbaum und ein paar Pflaumen gepflückt, denn wir machen uns heute super leckere Zwetschgenknödel. Wer kennt die nicht schon von der Oma? Und die sind echt total einfach zu machen. Dazu habe ich mir hier schon ein paar Kartoffeln gekocht und abgepellt, Pellkartoffeln. Und die stampfen wir uns mit so einem einfachen Kartoffelstampfer klein. Man kann natürlich auch eine Kartoffelpresse nehmen, aber die wird jetzt auch nicht jeder im Haus haben, ne? Die Oma und die Mama, die haben sowas wahrscheinlich, aber das geht hier auch ganz gut. Und später tun wir unseren Teig für die Knödel dann ein bisschen mit den Händen zu Leibe rücken. Jetzt brauchen wir dann noch 2 Eigelbe. Jetzt verrühre ich ein bisschen das Eigelb in den Kartoffeln. Dann gebt ihr dann auch gleich die Prise Salz dazu. Ein bisschen weiche Butter. Die genauen Mengenangaben schreibe ich euch dann unten wie immer in die Infobox. Und dann auch wieder ein bisschen verrühren. Und dann geben wir nach und nach unser Mehl dazu, bis eine richtig feste Masse entstanden ist. Ich schneide das jetzt mal richtig schön mit den Händen. Und da braucht ihr auch keine Küchenmaschine. Geht mit den Händen auf jeden Fall auch. Da kriegt man Muckis. So, jetzt schaut mal hier rein. Und zwar ist der Teig jetzt so richtig schön geschmeidig. Der bappt auch nicht mehr. Da müsst ihr mit dem Mehl ein bisschen variieren. Einfach gucken. So Pi mal Daumen kann man es nie genau nehmen. Je nachdem, wie viel die Kartoffeln auch wiegen. Ne? Jetzt brauchen wir natürlich noch unsere Fläumchen. Und die müssen wir jetzt entsteinen. Und zwar schneidet ihr die einfach bloß in der Hälfte durch, dass wir sie später wieder zuklappen können. Wenn wir sie in den Knödel geben. Und dann nehmt ihr den Stein erstmal raus. Sucht euch am besten immer zum Entsteinen ein paar schöne Weiche aus, da lässt sich dann der Stein am besten rauslösen. Und manchmal wohnt auch jemand drin, oder? Was ist denn das? Der ist irgendwie... Na, den nehmen wir nicht. Ihr seht ja, das geht ruckzuck. Das wird so lecker, ich sag's euch, Leute. Jetzt braucht man noch ein bisschen Mehl. Die Hände müssen nämlich mehlig sein, sonst bappen die Klößchen wieder dran. Und da formen wir uns jetzt dann so ein paar kleine Klößchen, die so ein bisschen größer sind als die Pflaume selber. Und immer ein bisschen Mehl dazu nehmen. Und dann drückt man das so ein bisschen platt, dass das Fläumchen Platz hat, nicht? Und dann legen wir die Pflaume dann so rein. Und als Füllung nehme ich ein bisschen Zucker-Zimt. Klappen wir es wieder zu. Und dann formen wir wieder ein Kloß samt dem Fläumchen. Und achtet auch drauf, dass hier kein Falz oder irgendwas offen bleibt. Weil sonst geht uns dann der Knödel nämlich im Wasser später auf. Bisschen einmehlen und dann legen wir ihn zur Seite. Ist der erste schon fertig. Das Wasser siedet schon. Ihr seht, meine Knödelchen sind jetzt alle fertig. Wirklich eins wie das andere, naja, fast. Und wenn das Wasser dann siedet, stellt es auf eine kleine Flamme. Ich rolle die jetzt noch einmal so ein bisschen rund und dann lege ich es auf so eine Schaumkelle und dann tun wir es einfach reinlegen. Und achtet drauf, nicht kochen lassen, ne? Jetzt drehen wir es dann gleich runter, das Wasser. Und auch nicht zu viele auf einmal rein. So dass sie gut nebeneinander Platz haben. Und durch sind sie dann so nach 10 Minuten ungefähr, beziehungsweise spätestens dann, wenn sie hochkommen. Während die jetzt da drin ziehen, legen wir schon mal los und machen uns die Semmelbrösel. Da brauche ich eine Pfanne und da kommt jetzt dann meine Butter rein. Und wenn die Butter sich aufgelöst hat, dann schütt mal ein bisschen Semmelbrösel rein. Und das wird dann so richtig schön angeröstet. Und ich gebe dann immer noch Zimt und Zucker mit rein. Das wird so lecker, ich sag's euch, Leute. Lasst es dann ruhig ein bisschen anknuspern, dass die Röstaromen sich etwas entfalten können, nicht wahr? Und es gibt so einen richtig dollen Geschmack dann als Ummantelung für die Zwetschgenknödel. Ich liebe die ja, ich habe die schon so lange nicht mehr gemacht. Und da freue ich mich jetzt echt so drauf. Herrlich, wie sich die Aromen vom Zimt und von dem Angerösteten jetzt hier entfalten. Wenn ihr das riechen könntet, das ist echt herrlich. So Leute, die haben jetzt 10 Minuten hier geblubbert. Unsere Zwetschgenknödelchen, die sind jetzt dann fertig. Und die nehmen wir jetzt dann mit der Schaumkelle einfach hier so raus. Und dann tauchen wir sie noch einmal in unsere wundervolle Semmelbrösel-Butter-Zimt-Zucker-Mischung. Da wälzen wir es mal durch. Und dann können wir schon auf den Teller anrichten. Immer so ein bisschen durchschubsen, ne? Leute, das ist echt ein Nachtisch mit Suchtfaktor. Aber wer natürlich Süßspeisen liebt, der kann die auch als Hauptspeise essen, ne? Das riecht einfach herrlich hier, Leute, wie in der Bäckerei. Voila! Und fertig sind unsere leckeren Zwetschgenknödel. Und die schneiden wir jetzt auch mal an und gucken natürlich, wie die innen aussehen. Und wie die schmecken, müssen wir auch wissen. Das schmeckt voll nach Kindheit, Leute. Hammer!
Besser kriegt sie Oma Anne hin. Und es riecht echt auch so gut, diese Panade aus Zimt und Zucker und den Semmelbröseln, dieses Aroma, was sich da entfaltet und diesen Zwetschgenknödel umhüllt, ist echt ein Gedicht. Herrlich, kann ich euch bloß sagen. Wenn euch das Rezept gefallen hat, teilt es auch mit euren Freunden. Und hier sind auch noch ein paar ganz tolle Rezepte für euch. Es hat mich riesig gefreut, dass ihr dabei wart und zugeschaut habt. Wir sehen uns in diesen Rezepten dann wieder. Bis bald, Leute. Macht's gut.